Hallo und herzlich willkommen zu Close-Up, unserem Videoformat, in dem wir Objekte aus unseren aktuellen Ausstellungen genauer unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Anna Großkopf und heute geht es um ein Objekt aus unserer Ausstellung Belle Chose, Art Nouveau um 1900. Und zwar schauen wir uns heute den Libellentisch von Émile Gallé genauer an. Émile Gallé war einer der Hauptprotagonisten des Art Nouveau und ein Gründer einer wichtigen Künstlervereinigung des Art Nouveau, nämlich der École de Nancy. Gegründet 1902 in der Stadt Nancy in Lothringen, aber die Künstler stellten schon seit den 1890er Jahren zusammen aus und waren als Gruppe schon bekannt. Die Gruppe teilte ein gemeinsames Thema und das war die Natur in all ihren Erscheinungsformen. Der Tisch von Émile Gallé, ein kleiner Beistelltisch, kreist um das Thema Libelle. Er ist unter dem Titel Libellule bekannt geworden, Libellentisch, und zeigt die Libelle in verschiedenen Weisen. Einerseits als plastischen Schnitzdekor, und zwar ist jedes Bein als Libellenkörper gestaltet und die Tischplatte wird von den Libellenflügeln getragen. Und auf dieser Tischplatte sehen wir ein Marqueterie-Dekor. Das ist eine besondere Dekortechnik, die im Art Nouveau nochmal sehr populär war und sehr virtuos beherrscht wurde. Und zwar wird dabei aus verschiedenfarbigen Hölzern, die ganz dünn als Plättchen aufgelegt werden, anstelle von Farbe eben in verschiedenen Holztönen ein Dekor erzeugt und ein richtiges Bild kann dabei entstehen. Und im Falle des Libellentischs ist hier eine Landschaft, ein kleiner Landschaftsausschnitt dargestellt, und zwar der Lebensraum der Libelle. Wir sehen eine Teichoberfläche mit verschiedenen Teichpflanzen, Seerosen und Sumpfdotterblumen und auch nochmal eine Libelle, die über diesem Gewässer schwebt. Die Libelle war um 1900 ein besonders populäres Tier, ein Tier, das häufig dargestellt wurde in der Kunst des Art Nouveau. Die Künstlerinnen und Künstler waren fasziniert von ihrem grazilen Äußeren, von den schimmernden Flügeln, von dem schlanken, biegsamen Körper und vor allem von den besonderen, etwas metallischen, glitzernden Farben, die diese Libelle besessen hat und die so besonders geheimnisvoll wirkten. All das sprach den Art Nouveau ganz besonders an und daher ist die Libelle sehr häufig dargestellt worden. Die Natur in all ihren Erscheinungsformen war eine Hauptquelle der Inspiration im Art Nouveau. Viele Künstlerinnen und Künstler haben sich mit Naturmotiven beschäftigt. Das sind zum einen Pflanzendarstellungen, verschiedene Blumen, aber eben auch Tiere, die wir in der Porzellankunst finden, in der Glaskunst und eben auch in Möbeldekoren. Nancy war ein solcher Hauptort des floralen Art Nouveau und des naturbegeisterten Art Nouveau. Und in der École de Nancy war dieses Thema ganz besonders stark verbreitet. Die Glaskunst war im Art Nouveau sehr beliebt, auch in Nancy. Dort hat es große Glasmanufakturen gegeben, aber eben auch die künstlerisch gestalteten Möbel spielten hier eine große Rolle. Gallé war als Universalist ein Künstler, der beides gemacht hat. Er hatte eine Glasmanufaktur und ist sehr bekannt geworden mit seinen Vasen, aber er hat ebenso auch Möbel entworfen und ist auch damit erfolgreich gewesen. Seine Werke hat er auf großen Ausstellungen gezeigt, auf der Weltausstellung 1900 in Paris beispielsweise, aber die École de Nancy ist auch auf eigenen Ausstellungen hervorgetreten und so wurde Nancy in den Jahren um 1900 zu einem eigenständigen Zentrum des französischen Art Nouveau neben Paris und zugleich zu einem Zentrum der Möbelindustrie und auch der seriellen Möbelproduktion. Denn diese tollen, handwerklich gestalteten Stücke sind durchaus seriell gefertigt und entstanden auch damals schon in Manufakturen. Man hat sich also bemüht, die Produktion möglichst effizient zu gestalten und in Richtung einer Serienproduktion zu denken. Wer nichts mehr verpassen möchte, folgt uns am besten auf unseren Social-Media-Kanälen hier auf YouTube, Facebook oder Instagram oder abonniert einfach unseren Newsletter. Und hier auf YouTube findet ihr auch noch andere Folgen aus unserer Reihe Close-Up. Viel Spaß beim Ansehen!